Hallo, hier siehst du das Ergebnis aus dem ersten Teil. Ich habe dann einfach weitergemalt. Im Untergrund befindet sich eine Rettungsschutzfolie, die auf die Leinwand geklebt ist. Und wie das geht, das habe ich schon in einem anderen Video erklärt. Du siehst jetzt hier, wie ich mit dem Spachtel die Farbe verteile. Ich trage jetzt einen Ockerton auf das Türkis, und das Türkis ist noch nicht ganz trocken. Und so entstehen ein paar Mischtöne und ein paar Töne, die eben im Ocker bleiben oder auch im Türkis bleiben. Die Technik ist wie in einigen Videos schon erklärt. Ich trage die Farbe mit dem Spachtel auf oder auch mit dem Pinsel zum Teil, aber überwiegend hier gerade mit dem Spachtel. Und wenn ich den Spachtel eben über die Leinwand kratze, nehme ich die Farbe wieder ab. Und wenn ich den Spachtel ganz flach halte, dann trage ich damit die Farbe auf. Ich gebe hier Wasser rüber und das Wasser löst meine Farbe, weil sie eben noch nicht ganz fest ist, und das Gold der Folie taucht wieder auf. Ich arbeite wieder in Schichten und die erste Schicht ist jetzt angetrocknet. Dann trocknet sie meistens etwas dunkler ab und ich warte gerne mal so ein Ergebnis ab, damit ich überhaupt sehe, wie die Farbe aussieht, und vor allen Dingen die nächste Farbe, die ich auftrage, vermischt sich nicht mit der unteren Farbe. Es entstehen dann trotzdem andere Farbtöne, aber eben anders, weil sie sich nicht richtig mit der anderen Farbe vermengen, sondern weil sie übereinander liegen. Was tatsächlich wirklich schön ist, das Malen auf der Folie gibt nochmal andere Möglichkeiten, denn du hast zwar, die Farbe ist zwar trocken, aber sie lässt sich trotzdem noch von der Leinwand lösen. Das heißt, du kannst den Untergrund als Stilelement nutzen. Ich drehe jetzt einfach mal die Leinwand und dann kannst du sehen, wie das Gold im Untergrund auftaucht. Denn am besten sieht man das, wenn die Leinwand eben bewegt wird oder wenn man sich an dem Bild später vorbei bewegt, dann scheint eben dieser warme Ton von unten immer durch. Das ist eben ein schöner Effekt, den man eben ganz unterschiedlich zum Ausdruck bringen kann. So, ich habe jetzt hier noch einen grünen Ton mit beigemischt und mische eben das Ocker und das Grün und so ein bisschen Schwarz auf der Leinwand. Und die Farbe trocknet also relativ schnell oder normal an der Oberfläche, und dann gebe ich hier eben ein Weiß gerade drauf, der sich noch so ein bisschen von den nicht ganz getrockneten Farbtönen vermischt. Das heißt, ich habe dann schnell ein Weiß und ein gemischtes Weiß. Ich trage also jetzt eine helle Farbschicht auf die dunkle Farbschicht auf.
das ist jetzt so wie bei dem Bild, was ich gerade hochgeladen habe, auf der Strukturpaste zu malen. Das heißt, du kannst auch die Farbe wieder einfärben, auch in hellere Farbtöne. Allerdings geht das, wenn eine Strukturpaste drauf ist, eben nicht so gut mit dem Spachtel zu arbeiten. Da kann man besser dann mit dem Pinsel arbeiten, und bei dieser relativ glatten Fläche kann ich auch gut mit dem Spachtel arbeiten. So, mit einem trockenen Tuch wische ich nochmal über die Leinwand und damit schaffe ich mir weiche Übergänge. Und ich wollte auch ein Bild haben, wo ich ganz weiche Übergänge habe und Pastelltöne. Also im Grunde genommen ist es genau das gerade, was ich haben wollte. Und jetzt, wenn ich das Bild nochmal drehe, siehst du nochmal ganz schön diese ganzen schimmernden Effekte in dem Bild. Ja, so mit diesen ganzen Farbtönen und Farblichtspielen gefällt mir das Bild richtig gut, aber ich bin überhaupt noch gar nicht ansatzweise fertig mit dem Malen. Und deshalb ist mir das Ergebnis jetzt gerade egal und ich male einfach weiter, weil ich einfach Lust dazu habe. Ja, das Auftragen mit dem Pinsel und das Verwischen mit dem trockenen Pinsel mache ich eben auch immer wieder zwischendurch. Denn ich habe gerade die Farbe auch angerührt mit dem Pinsel und da ist so viel Farbe drauf, dass ich das einfach gleich nutze, um damit die Farbe drauf zu geben. Ich gehe jetzt nochmal in eine andere Farbrichtung und mische das Pariser Blau dazu. Und da kann ich eben wieder mit dem Spachtel auftragen, weil die Farbe auch leicht angezogen ist. Hole noch ein paar Effekte raus. Und so gefällt mir das Bild auch schon wieder ganz gut. Und ich nehme jetzt nochmal mit dem Pinselstiel ein bisschen Farbe weg. Also kratze richtig die Farbe wieder raus. Und das kann man natürlich immer wieder machen. Ja, und auch das Bild gefällt mir so, wie es dann ist, ganz gut. Aber trotzdem habe ich einfach noch weiter gemalt und ich habe das jetzt gar nicht alle Schichten drauf in dem Video. Ich habe das weggeschnitten und ich bin nachher sehr dunkel geworden, wie du hier gerade siehst. Und ja, ob es mir jetzt gefällt oder nicht,
es spielt jetzt gar nicht so die Rolle. Es ging eher um das Malen. Was du halt immer wieder siehst, ich kann dunkler werden, kann wieder heller werden auf der Folie. Also die Farbe haftet auf der Folie, trocknet auch auf der Folie, aber sie trocknet wirklich erst nach einem Tag so durch, dass du die Farbe auch nicht mehr abnehmen kannst. Und somit kann ich ganz gut immer wieder über die Farbe rübergehen, sie farblich verändern, Teile von unten hervorholen, das Gold durchblitzen lassen. Wenn ich merke, dass die Farbe zu stark saugt, dann, also die nasse Farbe aufsaugt, dann versiegel ich die auch mal zwischendurch. Das habe ich auch in einem Video schon gezeigt. Das schreibe ich nochmal alles in die Infobox. Also ich bin weiter mit denselben Farben immer kräftiger geworden, immer dunkler geworden. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn du es likest. Danke. Tschüss.